Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns ja, wie man unschwer erkennen kann, auf F9, auf meinem Main. Und ja, die Taten und Titel, das Titel- und Taten-Update, so rum, ist jetzt schon ein paar Tage draußen. Wir sind immer noch am Durchgrinden. Und ja, meine Trophäen, die ich im Moment ausgestellt habe im Ruhmregal, ja, die machen schon ein bisschen was her, aber es ist noch nicht natürlich das, was ich haben möchte. Denn dazu kommen wir heute in dem Video, was auf jeden Fall hier so meine Ziele sind in Bezug auf dieses neue Update und was ich hier ganz gerne haben wollen würde. Und ja, da gehen wir heute mal rein, beziehungsweise gucken wir uns heute mal an, wie weit ich generell hier schon bei den Taten und Titel insgesamt bin. Ja, wir haben hier beim Gladiator schon die erste Figur erhalten können. Zweite und dritte ist mir alles relativ, also die ausgeschwert sind, muss ich gleich dazu sagen, die waren mir bisher ein bisschen zu teuer gewesen, um da rein zu gehen bei der ganzen Angelegenheit, obwohl, ja, ich auf der anderen Seite ja, also ich sag mal so, beim Pilzdealer gegambelt habe, so, das war jetzt nicht unbedingt günstiger, da hätte man hier lieber das oder das machen können, wäre ich wahrscheinlich günstiger bei weggekommen, so, ja, aber it is what it is. So, ja, hier besiege 5 Gegner in Folge, das bin ich auf jeden Fall am machen, 10 haben wir schon. Ich habe mich allerdings nicht dafür droppen lassen, sondern kämpfe weiterhin hier oben. Ja, es wäre smarter auf jeden Fall, sich ein paar Ränge zu droppen, damit man hier diese safen 2 Stück pro Tag bekommt, weil 5 Gegner, 10 Angriffe pro Tag, Arena mit XP, machst du 2 safe auf jeden Fall, haben wir bisher leider nicht geschafft. Genau wie bei den Tränke hier können wir auch nicht großartig machen, ansonsten die haben wir soweit schon, ja, und genau bei den Epics, da fehlt es mir auch noch, da muss ich auch noch ein bisschen nach und nach kaufen. Lege ich jetzt aber auch keinen großartigen Wert drauf. Hier, gut, hatte ich mal reingepilzt, ja, um mal mein Glück heraufzubeschwören, hat leider nicht so gut geklappt, beziehungsweise gut, ja, wir sind hier Erster und Zweiter, ne, aber die dritte war mir dann doch zu teuer auch dann hier, ne. Ansonsten, auf welche Trophäe ich sehr doll scharf bin, ist halt eben, das hatte ich euch auch schon mal gesagt, die Unsterblichkeitstrophäe, bezwinge den Legendary Dungeon ohne zu sterben. Das ist auf jeden Fall ein Ding, das will ich als Server Erster holen. Vielleicht nicht gerade die erste, aber zumindest die letzte, weil es kann sein, dass Server Start oder beziehungsweise Legendary Dungeon Start und es macht jemand irgendwie glücklicherweise gleich zum Anfang Zero Death Run, da habe ich keine Chance, wenn ich da nicht genug Glück habe. So, ist natürlich auch glücksabhängig so, ne? Aber spätestens bei der zweiten oder dritten, da sollte ich dann schon dann auf den ersten, zweiten oder dritten dann kommen, weil, ja, also mal ein Zero Death Run aus Glück zu bekommen, ist die eine Sache, dann aber nochmal 2 zusätzlich danach zu bekommen und dann on top nochmal 3 zu bekommen, also insgesamt 6 Stück, ja, ist dann schon nicht mehr so random. Also ja, deswegen, da wollen wir auf jeden Fall einen richtig schönen fetten Livestream machen, wenn der LD rauskommt auf F9, also wahrscheinlich schon am Donnerstag dann, ne? Also wenn es soweit ist, der startet ja immer am Donnerstag auf F9 und am Freitag weltweit, werden wir dann hier versuchen, die so schnell wie möglich zu rushen und halt 6 Zero Death Runs in Folge dann zu holen. Das ist auf jeden Fall ein ganz großes Ziel von mir, dass ich die 3 hier ausstelle in meinem Ruhmesregal und möglichst halt glitzernd auch, wenn nicht sogar überall auf Platz 1. Das wäre natürlich toll, aber falls das nicht passieren sollte, zumindest glitzernd bekommen wäre auch schon eine gute Sache. Ja, Elevator logischerweise auch noch nicht voll. Stadtwache bin ich dran. Ja, genauso wie bei Heldenhaft 42 haben wir auch schon ein paar Mal machen können. Bier können wir auch nicht viel machen, würde ich aber auch gerne irgendwie ausstellen, auf jeden Fall die Trophäe. Ist definitiv auch ganz nice. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Die wird wahrscheinlich noch Jahre dauern, die Trophäe sich hier zu holen. Bei meinem Glück, das wird natürlich noch ein bisschen dauern. Ja, ist aber nicht so wild, habe ich es eh nicht so drauf abgesehen. Genauso wie auf die Trophäen hier. Ja, das kann man ja abusen, sag ich mal. Da haben manche die auch schon voll. Ne? Das ja eher nicht so, aber wenn man, keine Ahnung, in Gilden ist, wo man jeden Tag Held des Tages wird, ne? Wenn man als High-Level-Char in einer Low-Eco-Gilde drin ist, dann ist klar, dass der immer dann halt eben ja, die Held des Tages Trophäe dann bekommt. Dann, ne?
Genau, auf welche Trophäe ich auch noch sehr, sehr, sehr scharf bin, ist Dungeon Master. Und da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich habe mir die Trophäen nicht, also eigentlich zufällig ausgesucht, aber es hat einen Sinn, sag ich mal, dass es die Trophäen sind, die es werden, weil die braucht man dann halt auch für einen ganz bestimmten Titel. Und den würde ich ganz gerne haben wollen, ja. Die Titel sind ja dann diese hier, die hier im Inventar drin sind. Und wenn man hier Platz 1, 2 oder 3 belegt, dann glitzert der sogar. Ne? Können wir ja mal gucken hier bei Tuta, ja. Da glitzert sein Teil hier, das will ich auch haben. Das glitzert, will ich haben. So ganz simpel, ganz einfach. Ja, und dafür brauchen wir für den bestimmten Titel auch diese Trophäe hier. Und zwar 2000 Monster in Shakes and Fidget besiegen. So. Und ja, da sind wir auf jeden Fall dran. Das ist auch eine Trophäe, hier steht schon vorab verdient, ist ein bisschen schwachsinnig, weil ja, die ersten vielleicht so, aber es gibt Trophäen auf dem Server, die sind ja eigentlich noch nicht vorab verdient, beziehungsweise hätten die vorab verdient, so, aber konnte man sich trotzdem erspielen. Und hier zum Beispiel die Trophäe hat noch gar niemand von 0 Spielern erreicht. Sieht man hier, die hat noch niemand die Trophäe. Weil dafür braucht man natürlich auch einen relativ starken Account, weil du halt auch eben in den Dungeons relativ weit kommen musst. Und deswegen, ja, ist die Trophäe relativ safe, sag ich mal, für Leute, die sehr stark sind. Und nicht unbedingt für die Leute, die, keine Ahnung, unter anderem reingambeln oder sich Epics kaufen oder Arena durchspammen oder so, ne, was man alles machen kann. Aber das kann man halt eben eher oder mehr oder weniger nicht mit Pilze bezahlen, sondern da musst du halt einen starken Account haben einfach. Deswegen bin ich hier beruhigt, dass ich die relativ zügig bekommen werde, auch wenn ich nicht mehr auf Platz 1, 2 oder 3 kommen kann, weil es vorab verdient ist, aber für den Titel unter die ersten 3 zu kommen, ist schon wichtig, ja. Genau. Ja, Festung machen wir hier auch immer weiter. Da bin ich auch immer fleißig dabei, hier meine Angriffe zu spammen auf Leute, die hier ja, ein paar Steine über haben für mich. Und genau, das mache ich eigentlich auch immer so nebenbei und gucke einfach, ob hier ein paar Leute ein paar Steine parat haben. Dann sacke ich mir die ein und level das dann hier auch immer so nebenbei weiter. Ja, ich greife hier immer mit einem Soldaten an, um zu gucken, okay, wo ist der nächste? Gut, das wird nicht reichen. Baue ich wieder aus. Genau, und dann holen wir uns das auch peu à peu hier ab, die Trophäe hier. Ne? Genau wie die anderen Sachen hier. Hexe hatte ich mir gegönnt gehabt, weil ich gesehen hatte, okay, das hat noch keiner. Ja, 47 Items zu bekommen, ist relativ schnell gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, die auf Platz 1 kannst du schnell holen. Platz 2 und 3 war mir dann wieder zu teuer. Du musst halt die Items aus dem Shop rauskaufen und da musst du dann halt auch 5 oder 10 Millionen Gold bezahlen für jedes Item und verkaufst sie halt für den halben Wert dann bei der Hexe wieder. Jo, habe ich mir gedacht, nö, auch nicht unbedingt meins. So, ich habe genau meine Trophäen im Kopf, die ich haben will und die werde ich auch jagen, so, ne? Genau das gleiche mit den Pets, ist jetzt auch nichts weiter Wildes. Aura, ja, und hier ist auch schon alles soweit vorab verdient. Genau, Unterwelt mache ich nebenbei auch noch so ein bisschen. Da baue ich halt eben einfach aus. Habe jetzt auch hier wieder meinen Seelenextraktor seit Jahren gefühlt. Produziert er wirklich mal aktiv wieder ein paar Seelen. Ja, das wird aber hier auch noch Ewigkeiten dauern, bis wir hier diese Trophäe bekommen, weil ich habe es halt auch nicht als nötig empfunden, weiter auszubauen, wenn die Unterwelt eh fertig ist, so von Dingen her. Deswegen habe ich hier auch nicht weiter ausgebaut. Kommt mir jetzt ja zum Nachteil, aber hier ist eh alles vorab verdient. Das heißt, Leute können nicht Platz 1, 2 oder 3 werden, so vom Ding her. Deswegen, ja, juckt mich das nicht, ob ich die jetzt erreiche oder in 1, 2 Jahren so, ne? Genau. Ansonsten, ja, kommen wir jetzt zu den Titeln. Und zwar habe ich bisher das Kellerkind und ich habe den Thronfolger, die ist aber noch ein bisschen buggy, weil hier seht ihr ja schon bereits, habe ich alle 4 ja, Pokale und wenn man alle 4 hat, dann bekommt man halt auch den Titel und hier beim Titel kann man halt eben auch Erster, Zweiter oder Dritter werden und jetzt kommen wir halt zu dem Titel, den ich halt sehr gerne als Erster, Zweiter oder Dritter, bevorzugt natürlich als Erster haben wollen würde. Und jetzt kommt nämlich alles zusammen. Ja, wir haben hier einmal den Legendentitel.
Okay, der ist natürlich sehr episch, weil das ist so, ja, du bist halt eine Legende einfach dann so, ne? Deswegen, ich finde hier sehr viele sehr lustig. Kellerkind fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Den Dauerlutscher ist auch nice oder der Hamster. Das sind so Dinge, die finde ich auch ganz ansehnlich. Aber die Legende ist halt einfach, also wenn du die hast, dann hast du schon was erreicht auf dem Server so. Und was braucht man dafür? Wir brauchen hier einmal das Sammelalbum, was gefüllt werden muss. Ja, dann brauchen wir besiege 5 Gegner in Folge, die Erfahrung bringen. Da sind wir momentan bei. Das ist die Trophäe, wo wir uns halt nicht haben droppen lassen, aber die wir dann ja früher oder später dann auch relativ zügig bekommen werden. Dann haben wir hier einmal den Dungeon Master. Das ist das mit den 2000 Dungeon-Gegnern besiegen. Das ist halt das Ding, warum du denn halt Legende wirst. So, das hat noch niemand auf dem Server hier. Und wenn du halt so weit in den Dungeons bist, dann spielst du schon echt lange. Und der Titel sagt halt dann das dann genau aus, dass du relativ lange schon am Start bist und halt einfach eine Legende bist. So, ne? Und das spielt mir natürlich auch ganz gut in die Karten, weil ich eh schon einen starken Account habe. Aber jetzt kommen wir halt eben noch zum letzten Pokal und das ist halt eben der Zero Death Run Pokal, wo wir insgesamt, ja, Bedingungen steht hier 3, ja, also für die Trophäe, um den Titel zu bekommen, brauchen wir hier 3. Das heißt im Umkehrschluss, wir brauchen nicht die goldene hier, beziehungsweise doch brauchen wir, ne? Ja, doch brauchen wir. Wir brauchen die unsterblich in Gold brauchen wir. Genau, sorry, war mein Fehler. Ich hatte gerade gedacht, wir brauchen 3 insgesamt, aber das stimmt ja nicht. Hier haben wir ja eine plus 2 sind 3, insgesamt 6. Zero Death Runs brauchen wir für diese Figur hier, beziehungsweise für den Pokal. Und ja, ich glaube, da werden auch relativ wenig drauf gehen, auf diese Zero Death Runs so. Und dadurch, dass wir ja auch schon den ein oder anderen Zero Death Run in der Tasche haben, so, keine Ahnung, ich bin jetzt, glaube ich, schon im zweistelligen Zero Death Run Bereich so insgesamt über die ganzen Jahre betrachtet so. Ne? Hab natürlich auch einige Runs hinter mir. Aber ja, das ist auf jeden Fall so das Ding, was mir halt auch so in die Karten spielt, weil ich halt ultra gerne auf diese Zero Death Runs gehe. Ihr wisst das ja, mindestens einmal pro Legendary Dungeon kommt hier ein Video auch online, wo wir versuchen, Zero Death Run zu machen. Es ist immer eine geile Challenge und ja, den Pokal, deswegen will ich den auf jeden Fall haben. Nicht nur, weil ich halt eben diese 3 Pokale hier bei mir ausstellen möchte, sondern halt eben auch, weil sie mir helfen, den Titel zu bekommen, auf den ich ganz doll ein Auge geworfen habe und das ist halt eben dieser Legendentitel, ja, und das ist halt ganz nice, weil das kannst du dir erpilzen, das kommt mit der Zeit, das kommt auch mit der Zeit, aber das Ding hier, das kannst du dir schwer erpilzen, wenn dein Account nicht so weit ist, kommst du da nicht so schnell hinterher wie Leute, die schon ja, mehr Stat-Punkte haben als du, sag ich mal. Was mir ein relativ sicheres Gefühl gibt, den Legendentitel als einer der 3 ersten hier auf den Server zu erreichen. Ne? Ich weiß nicht, wie ambitioniert hier andere auf dem Server sind, was den Titel anbelangt hier, aber ich denke mal, ich habe da ganz gute Chancen, wenn wir uns mal F9 anschauen. Können wir ja mal ganz kurz einen Blick auf die Konkurrenz werfen und wo wir gerade so momentan stehen. F9. Dann sortieren wir nach Stats und wir sind momentan gerade auf der 4. Ja, 3 haben wir über uns. Das heißt, es ist natürlich auch die Frage, okay, wie krass pilzen die Leute rein? Also im Prinzip, die 3 würden vor mir landen, wenn es jetzt so nach Statpunkten geht. Ja, da würde ich Platz 4 belegen so. Allerdings ist halt eben die ganz große Frage, wie krass pilzen die Leute hier rein? Ne? Und auch unter mir sind natürlich Leute, die von den Statpunkten her nicht so weit entfernt sind, die auch reinpilzen können, potenziell, um sich halt auch die Trophäe zu holen. Deswegen, wir sind, glaube ich, in einer ganz guten Ausgangssituation, wo wir relativ fix durch die Dungeons kommen und es halt eben tryharden wollen, die Zero Death Runs auch abzuschließen dann. Ne? Deswegen, ja, wäre es auf jeden Fall ganz cool, wenn wir hier das Teil in glitzernd bekommen und das dann hier dann auch stellen. Das ist so das ganz große Ziel, was ich so verfolge bei diesen Taten und Titeln. Ne? Das sind halt einmal dieser Legendentitel und halt eben diese 3, Moment, warte, ach, jetzt sind wir hier bei Titel. Dann gehen wir hier kurz nochmal hin. Diese 3 Trophäen hier. Ja, die 3 Trophäen und der Legendentitel. Das sind so die Teile, die ich auf jeden Fall sehr gerne
gehabt hätte. Ich hätte wirklich hier auch gerne gehabt, dass man das nicht schon vorab verdient hat, sondern dass man hier sieht, wer Platz 1, 2 und 3 ist. Ne? Das wäre halt richtig cool gewesen, wer als erster hier die 2000 Dungeons weggeknallt hat. Leider ist das halt eben nicht so. Finde ich ein bisschen quatschig, muss ich sagen, weil andere Dinge, die hat man auch instant bekommen, obwohl ja, man hätte sich die auch einfach so erfahren können, beziehungsweise ja, hat halt vieles keinen Sinn gemacht. Vieles war hier auch ziemlich random so, was das angeht, wie man Pokale bekommen hat und so weiter und so fort. Deswegen fand ich das auch ein bisschen Quatsch, dass hier halt eben einfach, ja, obwohl das noch niemand erreicht hat, halt hier einfach das vorab schon verdient worden ist. So, ne? Hier zum Beispiel die Ehre, 250.000 Ehre erreichen. Das hätte man auch als vorab verdient hier sein lassen können, so, ne? Weil 250.000 Ehre, das ist Kindergarten, so, das hat hier jeder auf dem Server so gefühlt, ne? Das braucht man hier nicht, da braucht man hier nicht Platz 1, 2 oder 3 belegen, das ist vorab verdient, ganz einfache Geschichte. Genauso mit dem Gold, das gleiche auch. Und ja, das hier ist vorab verdient, ist ja auch vollkommen in Ordnung so, ne? Aber hier sind halt so eine Geschichten dabei, wo man sagen muss, ey, ja, es gibt hier Dinge, die sind schon so easy erreicht und da gibt es Platz 1, 2 und 3 als Reward und ja, das hat hier noch niemand erreicht und wird auch erstmal so schnell niemand erreichen und das ist vorab verdient. Macht keinen Sinn. So, ne? Deswegen, ja, wenn man sich hier mal die Ehre betrachtet, also 250.000 hat hier schon gefühlt jeder. Also von daher Quatsch mit Soße. Aber gut, das soll es soweit gewesen sein. Meine Gedanken, meine Pläne zu diesem Update. Und schnallt euch schon mal an, wenn der nächste Legendary Dungeon dann im Dezember kommt, gibt es einen fetten Livestream. 6 Zero Death Runs. Mal schauen, wie lange wir brauchen werden. Wenn es sein muss, machen wir einen 24-Stunden-Stream. Wenn es sein muss, 48, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich das Ding sehr, sehr schnell haben. Ja, und werde da richtig drauf tryharden. Bis dahin erstmal soweit alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.